Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Medion Akoya und zwar ein S3409 und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite und zwar hier. Und mit dieser Nummer findet ihr auch auf unserer Shop-Seite sehr einfach die Ersatzteile. Generell kann man noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kann das Display dann tauschen. Die Tastatur und das Touchpad kommen zusammen mit dem Topcase und dafür muss man dann alles aus dem Gehäuse nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und da gibt es eigentlich nur zu beachten, dass diese Schrauben hier ein bisschen länger sind. Die sollte man also getrennt aufbewahren. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Bei diesem Gerät kann man den Stecker einfach rausziehen. Man kann den dazu auch am Kabelbund fassen und dann mit ein bisschen Wackeln einfach rausziehen. Der Stecker hat auch so eine kleine Ausbuchtung oben, wo man ihn greifen kann. Da kann man zur Not auch, wenn der besonders fest sitzt und nicht raus will, eine kleine Hilfe nehmen und den dann rausschieben.
Gut, was sehen wir noch? Wir sehen hier die SSD und direkt unter der SSD ist Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Allerdings nur eigentlich, weil nämlich auf diesem Mainboard der Anschluss für diese HDD gar nicht verlötet ist. Das heißt, in dem Fall hier kann man da keine 2,5 Zoll einbauen. Hier sehen wir den RAM, der fest verlötet ist. Das heißt, man kann den nicht austauschen oder erweitern. Hier sehen wir das WLAN-Modul und hier ist der Lüfter und der Heatsink, der die CPU kühlt. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. So, hier sehen wir die SSD und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Stecker ziehen. Bei dem Modell hier ist es übrigens so, dass die SSD auf so einem kleinen Abstandshalter sitzt. Das heißt, sobald man die wieder einbauen will, muss man den nach vorne in die richtige Richtung wieder draufsetzen und dann kann man die SSD in den Slot zurückschieben. Und dann zeige ich euch das mal von nah. Hebelt man das so ein bisschen hoch, schiebt die SSD drunter, dann sitzt die fest auf dem Abstandshalter und wird eben von diesem kleinen Teil hier nach unten gedrückt. Und jetzt kann man sie wieder verschrauben. Der Lüfter ist bei diesem Gerät auch einzeln tauschbar. Dafür muss man dieses Breitbandkabel hier vorne abmachen, das ist im Weg. Und ja, ich mache jetzt hier schnell den Klebestreifen ab. Und da sieht man schon, das ist ein Kippschalter. Also das Kabel nicht einfach rausziehen. Den muss man erst nach oben klappen. Und dann wird das Kabel freigegeben und man kann es dann einfach rausziehen. Ich mache das jetzt auch nur von einer Seite. Das reicht, um an den Rest ranzukommen. Der Lüfter selbst wird von diesen Schrauben hier gehalten. Und da sehen wir noch das Kabel, das den Lüfter mit dem Mainboard verbindet. Auch das muss man dann trennen. Und da würde ich jetzt nicht an den Kabeln direkt ziehen, sondern den Stecker seitlich greifen und dann mit ein bisschen hin und her rütteln nach außen ziehen. Ja, und dann kann man eigentlich auch schon den Lüfter losschrauben, die Klebestreifen abmachen und bei dem Gerät ist es jetzt so, der ist oben ein bisschen festgeklebt. Das heißt, man drückt am Heatsink nach unten, während man den Lüfter nach oben zieht. Und dann geht er auch ab. Der geht ein bisschen schwer, aber keine Angst, da macht man nichts kaputt. Einfach eben so ein bisschen gegen den oberen Heatsink drücken, dass der nicht mit abgeht. Und dann hat man den ziemlich schnell getauscht. Beim Wiedereinbau verbinde ich jetzt erst das Lüfterkabel, und zwar mit den Kontakten, die man hier sehen kann, nach unten. Und dann hat man es später viel leichter, den Lüfter wieder einzulegen, als müsste man das Kabel dann hinterher noch reinfriemeln. Und dann kann man den Lüfter wieder in seine Position legen, drückt den da so ein bisschen auf den Klebestreifen fest und dann kann man auch wieder alles verschrauben. Das Breitbandkabel stecken wir bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann, wieder in den Stecker. Klappen den Stecker dann wieder zu und dann hält das. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Allerdings sehe ich hier gerade, dass der Stecker super wenig Platz hat, um den wieder einzustecken. Das heißt, in dem Fall verbinde ich jetzt erst den Stecker wieder mit dem Mainboard und habe es dann viel einfacher, den Akku wieder einzulegen. Ja, und dann kann man den wieder verschrauben und hat das auch erledigt.
So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.